Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Ja, als in dem letzten Part mein Wecker geklingelt hatte, bin ich jetzt ganz schnell zwischen dem letzten und diesem Part einkaufen gefahren, um noch die letzten Minuten des Summer Sales von Steam einmal auszunutzen. Wir sind jetzt immer noch auf der ISS Penue, oder wie sie hieß. Und meine Katzen sind wieder da. Und wir... Obsidian. Und wir stehen jetzt quasi vor dem Bossraum, würde ich mal behaupten. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Mittleres Deck, ja, hört sich nach zentralen zentralen Deck an. Und das Ziel war ja, get to the Central Space. Nicht Central Space, ich weiß, aber ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Deck heißt. Habe ich vergessen. Board? Nee. Nee, habe ich wirklich vergessen jetzt gerade. Also ich wusste es mal. Definitiv. Aber ich habe es vergessen. Ganz einfach. So, hier sind zum Glück keine Gegner. Das heißt, ich kann mich hier ganz in Ruhe umschauen nach den Truhen und so weiter. Und ich mag das Lied immer noch so sehr. Das war bei der Zenithra schon geil. Ui. Warum? Verdammt, dieser rote Bastard. Okay, es sieht ganz danach aus, als würden wir Rideau jetzt gleich richtig finden. Es ist ein Monster. Ob der wohl böse Sachen kann? Ob er auch so eine Art Chromatus oder sowas hat? Oh, yeah. Ich weiß es nicht. I guess we're gonna find out. Ja, wie gesagt, das Lied war auf der Zenithra schon geil, das ist auf der Balloon hier immer noch geil. Ja, das Design allgemein. Ja, ein bisschen schade, dass es nicht sonderlich anders aussah als die Zenithra, aber schon ein bisschen. Hier und da ein bisschen. Und war nicht ganz so nervig groß und alles. Ganz cool. So, ich werde mir noch was snacken, weil so ein 15%igen Bla brauche ich jetzt einfach nicht. Ich glaube, ich werde mehr Galt oder EP snacken, da ich EP nicht habe, snacke ich mir das 50% mehr Galt-Ding. Vielleicht bringt der Boss ja ein bisschen Kohle. Und dann kann ich auch gleich eigentlich noch die 20.000, die ich habe, da mal reinschicken. Let's do this. Rideau. Also ich wage mal zu behaupten, dass Rideau hier kommt. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Beisley oder so sind. No one gave you the floor, Madam Chancellor. Rideau! Why are you doing this? Oh, now don't give me that look. I'm here to help you solve your Maxwell problem. Ui. Krass, das ist echt so eine Art Chromatus. What the hell are you talking about? Spurious knows the calculatrix art for summoning Maxwell. Yeah, right, Rideau. And I'm the king of Riza Maxia. Would you still think I was bluffing if I said Spurious was founded by Kresnik, the first human ever to summon Maxwell? If only the art weren't so messy. First of all, you need to have a living circuit. And the secret ingredient is a living sacrifice. Damn you! There's no need for you to feign anger, Jude Mathis. You miss Maxwell, don't you? Your beloved wandering spirit. Take this! And this! Make this stop! I see you're quite a hit with the kids, phony. She's no phony! Mila is Mila! Afraid not. Ow! Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Pause. Nein. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Just let me go! He'll kill Al! Don't give up, Mila, no matter what! Isn't that rich?
You're the one who needs to give up. I'm sorry. I'm gonna have to leave the rest to you. Please! Look after Al! I knew I wouldn't like you. Mila. How nice of you to join us, Mila Maxwell. May I borrow that sword from you? Thank you. How nice of you to summon me here. So that's how it is. Looks like someone woke up on the wrong side of the abyss. Hui. Und damit haben wir Mila wieder. Hallöchen. Okay, jetzt muss ich erstmal. Now this Jetzt bin ich erstmal so ein kleines bisschen wieder so. Ha. Muss ich erstmal wieder klarkommen für den Moment, okay? will wipe that stuff. Oh, das wollte ich auch noch gar nicht. Mist. Ich drück das immer zu früh. Also im Chromatus raushauen ist ja nichts Schlechtes. Ich hätte nur noch mehr Schaden im Chromatus machen können. Hätte, Kettenfahrrad. Nicht Fahrradkette. Okay. Da er stark gegen Hammer und Pistole ist, werde ich jetzt natürlich erstmal mit dem Schwert kämpfen. Kämpfen. Es ist schön, dass wir Mademoiselle Mila jetzt hier haben. Schade, ihr Outfit kann ich nicht ändern. Hi. Das hätte ich jetzt mal kurz geguckt. Kann ich das bei denen eigentlich im Kampf ändern? Nee, geht tatsächlich alles im Kampf nicht. Grenzüberschreitungsdauer. Trefferquote, Angriff, Verteidigung, KP, TP, Vitalität, bla 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 bla. Hier. Nee. Okay, dann kriegst du die Eisengarmaschen. Ah, Moment. Beweglichkeit und physisch... Aha. Naja, ich bleib dabei. Das ist auch okay. Um zu vermeiden, nee, du kriegst hier das mit dem kritischen... Ja, genau das. Okay, los jetzt. Moment mal, gegen was ist der schwach? Gegen quasi alle Elemente außer Dunkelheit. Auch Wind sehr gut, weil ich habe eine Windwaffe, dann passt das alles. Mir gefällt das Lied gerade ganz gut. Erinnert mich ein bisschen an Tales of Vesperia und ich kratze mich gerade an einem Mückenstich, das ist nicht so schlau, aber ich mach's trotzdem. Und ohne Mist, ich sollte mich, glaube ich, erstmal um die Agenten hier kümmern. Die nerven gerade rum und die heilen ihn oder sowas, deswegen erstmal schnell töten. Tod den Agenten! Und dann können wir uns um Rideau weiter kümmern. Ich habe schon erwartet, dass irgendwas noch mit Rideau hier in der Story passiert. Also irgendwas, ich sag mal, Größeres als nur ein Questgeber oder whatever. Okay, und jetzt können wir uns voll und ganz auf Rideau im komischen, was auch immer, Pseudo-Chromatus-Modus konzentrieren. Dann machen wir hier gleich mal ein bisschen Action, paar verbundene Arts und dann... So. Jetzt mache ich noch die Art und dann können wir genau in die Mystic Art übergehen.
Wie hießen die nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ritual der Zerstörung. Stark. In den Chromatus 1 kann ich auch schon wieder gehen. Ich warte mal, ob die Zeit von seiner HP ja noch reicht, dass ich nochmal in den Chromatus 2 gehen kann. Aber ansonsten ist er sowieso gleich tot. Ja, reicht die Zeit noch? Ich greife jetzt extra mal nicht an, damit wir ein bisschen weniger Schaden machen, weil ich würde gerne nochmal in den Chromatus 2 gehen wollen, ehrlich gesagt. Na doch, das reicht noch zeitlich. Okay, jetzt macht er mich gerade ganz schön fertig, das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen reinhauen hier. So, wie wär's, wenn du einfach mal... So. War nicht so effektiv, aber passt schon. Und mit der Mystic Art, die macht ja auch nochmal ordentlich Damage. Bam. Reicht es? Nicht ganz, schade. Aber fast. Quasi so gut wie 17.000 Schaden ist echt nicht mehr die Welt. Aua. Aua. So, das sollte es gewesen sein, oder? Naja, noch nicht ganz. Wie viel hat er noch? 7.000 immer noch. Komm, dann jetzt nochmal die verbundene Art hier und dann war's jetzt aber, oder? Komm schon. Nice. Yes. Ja, ich wünschte, ich hätte einen Erfahrungsplus gehabt, weil er gerade echt viel EP gebracht hat. Aber ich hatte leider nur noch Geld plus und dadurch habe ich jetzt hier, wow, ein bisschen mehr Geld. Also es hat sich echt nicht gelohnt, aber ist egal. Blutwehr, Lumizid, Kupferklumpen. Na, wenigstens sind alle aufgestiegen von denen, die hier dabei waren. Und auch Mila, die neue Alte. Well, aren't you a strong one, Mila Maxwell? I admit I'm rather impressed. I hope you'll go after the Waymarker with a similar sense of fervor. Yet they always do when someone says that. You have my thanks. You're here from Spirius, right? Hey, Luger? Where's Mila? The other one is gone. No way! It's really you. Mila! I searched everywhere for you. Sorry, Muse. I didn't mean to worry you. Any of you. I wasn't worried. We knew you'd be okay. It's good to see you again. I wasn't worried about you. There's another Mila, you know, and I'm worried about her. Mila. She's supposed to cook for me. She promised. What happened here? Well, I can't believe it. It's a brave thing she did. Madam Chancellor,
Because of her and her selflessness, we can proceed with ratifying the peace accord. King Gaius, Prime Minister Rowan. For foiling this assassination attempt, you have my most sincere thanks. You'd have done the same. Given what's occurred, perhaps you'd like to sign the treaty here and now. Harmony between Riza Maxia and Olympius would please me very much. Here on the ship? We've heard that many high-ranking Olympian officials stand against the treaty. Don't you worry. We'll employ this attack as our chance to press the offensive against them. No doubt many of them have ties to Exodus, and if we can't find proof, we'll make some up. Figuratively speaking, of course. Didn't hear what? I was just thinking aloud. But whatever you choose to do with that tidbit is up to you. You're certain, madam? I pay my debts in full, Prime Minister. And besides, if I were too much of a do-gooder, you wouldn't trust me. Are we really that easy to read, madam? I so look forward to dancing the diplomacy two-step with you, Your Highness. By your signatures, the treaty is ratified. Very good. We've crossed the first bridge, at least. A bridge of mere paper and ink. The gap between this deed and the will of the people is not easily traversed. A difficult road still awaits us. Das ist gut. Well, that's a threadbare cliché. However, it does ring true at the moment. Yes, if we keep setting one foot before the other, we can reach the ends of the earth. Ich sollte ihm das Monokel ausrüsten. Abrüsten. Dringend. You are a great help to me as well. It's not much, but consider this a small token of my thanks. Oh, just to be clear, this isn't a bribe. Mila, we have little time. You're right. Let's review the situation. Don't call her Mila! Every time I hear it, I want to barf! Was habe ich jetzt gerade bekommen? Rosenkorsage, mystisches Symbol, Kriegersymbol. Was ist denn eine Rosenkorsage oder was war das? Rosen... Bin ich blind? Rosenkorsage. Oh, das ist schön. Das werde ich definitiv Rowan und oder Gaius noch ausrüsten. Und Luga behält's auch. Okay. Ui. Mehr Zeug. Oh, Gebietsbonus Resemax, ja. Das ist das Fortforschungszentrum ja auch gerade recht practical. So. Ich muss jetzt höchstwahrscheinlich... Das Gebiet ist ja noch nicht vorbei. Ich muss höchstwahrscheinlich jetzt erstmal L hinterher. Auch wenn ich ehrlich gesagt gerne erstmal kurz... ja, über meine Gruppe schauen würde. Aber das geht jetzt natürlich nie. Wo ist denn die jetzt? Da hinten. Reisen? Natürlich. Natürlich ist es nicht möglich. Wer hätte das denn auch gedacht? Das ist aber wieder vollkommen logisch. Immer das Gleiche. Wir müssen erst über die Brücke der Einheit laufen. Ach Mann, ich wollte jetzt nicht über die Brücke der Einheit laufen. Hallo. L. Schmuppipupfi. Wo bist du denn? Na, komm doch her. Komm her.
Hab keine Angst vor mir. Luger, why'd you do it? Why did you let Mila fall back there? Mila wollte es so. Even though she disappeared? That doesn't make sense. More than anything, she wanted to keep you safe. How would you know, huh? I just do. She was her own person, but she was still Mila Maxwell. We did sacrifice her. I can't deny it. But, by my sword, I swear to you that the loss of your Mila was not for nothing. I'm just a kid. Get to the point already, would ya? Fair enough. I'll say it more simply then. Elle, I want to go with you to the land of Canaan. I want you to see what I do there. Sounds like you mean business. You speak of Canaan. What's going on there? The soul purification has reached its limit. In the abyss, I saw it with my own eyes. There are too many fractured dimensions. Canaan is the only realm across all dimensions where the reincarnation process occurs. Thus, it stands to reason that the impurity, which must be cleansed from all those countless dimensions, must be flowing into Canaan. If we do not eradicate those dimensions, the soul purification process will break down. In other words, the fractured dimensions are not only dispersing soul energy, they're also concentrating this impurity. Wonderful. Sounds like either one is enough to destroy the world on its own. What happens if soul purification breaks down? The resulting poisonous miasma will probably overflow. Couldn't the Great Spirit Origin step in and stop that from happening? Only if he thinks humans are worth saving in the first place. I think that's the whole point of Origin's trial. So be it. We've no choice but to reach Canaan and pass the Great Spirit's trial for the sake of all humanity. It is clear what wish we have to make to Origin. Destroy the fractured dimensions, so this one may live. We have detected that Maxwell is no longer blocking our passage. What kind of orders did Spurius give that Rideau maniac anyway? Did something happen with Director Rideau? Just checking. That means we can hightail it to the dimension containing the last waymarker, right? Correct. However, right now the dimensional abyss is highly unstable. It will be some time before you can enter the rift with any degree of safety. We'll contact you once we've made our preparations. Selfish bastards. I'm the reason. I unfortunately caused it when I harnessed mana out of the schism to take on a physical body. With the temporal crossroads gone, you merely did what you had to. It's taboo nonetheless. I'm using mana meant for preserving the world to maintain my physical form. Hold on. I can only remain in the human realm for a finite amount of time. Hey, Luger! It's Nova calling to gab about gold again. How's the cash dash? Is the dough rolling in? Are you having a gold rush? I get paid by the pun, you know. Oh, come on, not even a snicker? Wait, is something wrong? Egal. Okay, if you say so. Bossman just wanted me to give you a little nudge.
We have a bit of time. We should prepare for our final trip into the breach while we await Farah's call. I miss you, Mila. Und damit ist das 11. von 16 Kapiteln vorbei. I knew that I'd see you again one day. I thought so Lassen wir die too. erstmal kurz labern. And I'm pleased to see you looking as well as ever. This job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to... Okay, das kennen wir ja schon. So, dann werde ich jetzt erstmal kurz gucken. Die Katzen sind ja noch nicht wieder da. Genau, habe ich ja gerade erst losgeschickt. Aber irgendwas anderes wollte ich gerade noch gucken. Was... halt's Maul, bitte. Oh nein. Stopp, stopp, stopp. Da war ein Skit. Gucken. We have to hurry to Canaan. The purification process is reaching its limit. Don't push yourself too hard, Mila. As if having to battle Kronos wasn't bad enough. You've spent a great deal of time trapped in the dimensional abyss. And do you think I'll listen when you tell me to take it easy? Ah, well. No, of course not. That is correct. This is no time to falter. And besides, you promised Elle. Not to mention, the other me. Du weißt von der anderen, Milo? I do. I saw everything. How could you? I thought you were trapped in the dimensional abyss. I was. I tried using the power of the Four to return to the Prime Dimension, but couldn't. Because the other Mila had come to the Prime Dimension. The abyss between dimensions is a void of nothingness, bereft even of the elements. I could only drift through it using the power of the Four to protect myself. While in that coma-like state, I dreamt of Luger, the other Mila, and all of you. It was as if I was journeying right along with you. How is that even possible? I do not know myself, but her conflict and her wish came through quite clearly. Luger, everyone, I want you to lend your strength to me. Or should I say, to Mila Maxwell. You couldn't stop us from helping even if you tried. Our strength is yours to command. So, dann möchte ich jetzt bitte erstmal hier so ein bisschen gucken, vor allem wegen, also bei ihr möchte ich erstmal gucken wegen Outfit. Hier ist immer noch alles so wie damals. Weil ich habe hier zwar die DLC-Outfits und Vorbesteller oder was auch immer das alles da noch so ist. Aber das Outfit von der anderen Mila habe ich jetzt nicht. Okay. Okay. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen gucken. Wie sahen hier nochmal eigentlich die normale Farbe? Ach ja. So, du kriegst jetzt erstmal dein Rosending. Statt dem Monokel. Das war doch irgendwo hier oben, ne? Da. Das passt bei dir nämlich super ran. Genau wie bei ihm hier. Ist natürlich jetzt genau sein Arm davor. Okay, gut. Dann... Ach ja, hier habe ich... Nein. Ja, doch, genau. So, okay, zurück. Jetzt möchte ich nochmal kurz gucken im Status wegen Freundschaftssachen. Bei Jude ist es jetzt tatsächlich so langsam echt fast voll. Bei Elise, Muse und Rowan wird es wahrscheinlich nie durch normales Spielen voll. Da brauche ich diese Tränke. Ja, Leia genauso. Alvin, Jude, Gaius, das kriegen wir noch hin. Okay, wie auch immer. Ich habe kein Geld, was mich gerade ziemlich anpisst, weil ich noch 200.000 zahlen muss. Aber ja, wir gucken jetzt erstmal kurz, wo es noch Freundschaftsereignisse jetzt gibt. Also in Triglyph ist 1. Drellin ist keins. In Niakera ist 1. In Shandu ist 1.
Und das war es auch schon. Also wir haben 3, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 3 Freundschaftsereignisse zu tun. Das werden jetzt erstmal wieder die nächsten Part sein. Oh. Oh, oh, cool. What the fuck? Cool. Ich rede gleich weiter, was ich sagen wollte. Mila, why? Oh, You seem unwell. Your Highness, can I ask you something? What's your job? I mean, what does a king do? If I had to sum it up in a single line, I'd say it's putting the needs of his people before himself. Does that mean you'd be willing to die to save me? No. A king cannot sacrifice himself for any individual, not you or anyone else. That would be an abdication of duty and a betrayal of his subjects. Huh. Yeah, I can see that. However, if I could save someone important to me by risking my own life, I would do so without hesitation. But you just said you wouldn't die for someone. What's the difference? In other words, I would do what your Mila did. My Mila. Yes. Although I imagine the Mila I know would have done the same. But it made me feel bad. You need to turn your sadness into pride for having been protected. Live a life that will prove to her that you were indeed worth saving. I don't entirely get it, but I think I sort of understand. Thanks, Your Highness. Luger, I was just talking to His Highness about what happened. He sort of helped me through it. Kids probably aren't supposed to bother kings with their problems, huh? War sicher froh, dass er dir helfen konnte. Yeah, I think he was. Even though I'm just a kid, His Highness really tried to help. The kings in storybooks are mostly jerks, but His Highness is different. He's a good king. Ja, auch mal versucht hat, alles kaputt zu machen, aber das ist ja lange her. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz unseren Freund Alvin an. Erstmal Frisur ohne Jacke. Wieso gibt es da eine andere Frisur? Da ist nur dieser eine Stiez oben nicht da, oder? Ja. Er ist wahrscheinlich dafür gedacht, dass er hier halt quasi die Mütze trägt. Die hier, genau. Und damit ich nicht diese komische Hutfrisur hier nehmen muss, ist das wohl dann so gedacht. Dass quasi trotzdem die Strähne vorne ist, aber oben nichts durchguckt. Ich sehe. Also ich verstehe. Und ohne Jacke? Okay, das sieht irgendwie wirklich komisch aus. Wäre diese komische Krawatte oder was auch immer das ist nicht da, finde ich das sogar echt richtig geil. Aber so sieht es mir gerade irgendwie aus wie so ein, keine Ahnung, 80er Jahre, irgendwas Komisches, was Komisches. Ach, eigentlich würde ich mir auch gerne eigentlich mal wieder das hier geben, aber ich bleibe erstmal hierbei. Luger hatte doch auch so ein Ohne-Jacke-Ding, ne? War das nicht so? Genau, ohne Jacke 1. Das heißt, es gibt irgendwo noch ein ohne Jacke 2. Und Pyjama, ich erinnere mich. Und genau das hier. Okay. Gut, mehr ist hier nicht. Gut. Dann wird der Part jetzt auch gleich sein Ende finden. Schätze ich mal. Was sind wir bei... Ja. Erstmal. Sehr schön, dass meine Katzen jetzt noch wieder da sind. Chirpy-Kopf. Schon wieder so ein Kopf. Ist hier noch eine Katze oder habe ich die schon? Okay, keine Katze mehr. In Laurent wäre noch eine Katze. In Fenmon wären noch 2 Katzen. Ansonsten sehe ich hier erstmal nichts. Dann lasse ich das erstmal und gucke bei Dungeon weiter in die Kuka-Eishöhlen. Ja. Und Rowan, du zeigst mir jetzt mal bitte den Chirpy-Kopf. Das waren ja diese komischen Vögeldinger da. Chirpy-Kopf. Ach so! Das, was der Doktor getragen hat. Das ist cool. Zufälligerweise auch im Lafort-Forschungszentrum. Mensch, Mensch. Wo das auch der Doktor hatte. So, wo ist denn hier das Freundschaftsereignis? Das ist drüben am Hafen. Okay, dann werde ich jetzt kurz mal in Richtung Hafen gehen. Das heißt, ich werde mich am Handelsbezirk hier
an den Speicherplatz stellen und speichern. Wenn der Speicherplatz überhaupt noch ist. Der ist hier nicht mehr. Ich glaube, da ist auch keiner, ne? Doch, im Inn selbst. Das ist schön. Gut, dann gehen wir in das Inn. Hier, am Hafen. Und stopp, nee, eine Sache muss ich in dem Part noch machen, bevor wir uns jetzt hier in Richtung Ende begeben. Gibt es noch etwas zu lernen, hä? Ach so, das war ja... Nee, wollte ich doch gar nicht. Ach, ich vergaß, dass das dieser Kampftutorial-Typ war. Julius? Nein, ich will hier wieder raus, bitte. Ja. Okay, ja. Okay, nein, ich will nicht mehr. Ja. 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 Aua. Oh, komm schon. Oh Mann, ja, ich weiß. Oh Gott. Jetzt muss ich sie noch töten, oder was? Okay, gut. Darf ich dann... Mann, jetzt habe ich aus Versehen diesen Schund hier gestartet, obwohl ich das gar nicht wollte. Okay, dann machen wir die jetzt noch schnell fertig. Dankeschön. So, mit dem hier wollte ich reden. Elite-Monster haben wir tatsächlich. Wir haben immer noch den Sienna Bronk offen. Und wir haben neue kaltblütige Bestie. Hydroklinge in den Kucke-Eishöhlen. Schick. Und Todesgriff Göttinnenberührung. Okay, in der Near Kara Hallowmount. Okay, die bringen nochmal jeweils ordentlich Punkte. Da würde ich auf jeden Fall ein Level da quasi aufsteigen. Also einen Titel aufsteigen. Okay, haben wir hier noch irgendwas Neues, was ich interessant finden könnte? Hier sind auf jeden Fall nochmal 2 Quests. Die werde ich auch annehmen. Moment, was muss ich da machen? Einen Whisky nach Marksburg liefern. Zu Vera. Und hier muss ich 3 Lichtpilzsporen nach Le Ronde zu Derek bringen. Alles klar. Katzensichtung, Bernauer Höhenstraße habe ich noch nicht. Van Mon habe ich noch nicht. Feasible Marsh habe ich noch nicht. Oh Mann, das wollte ich essen. Aber okay, für versiegelte Unschuld. Unschuld? Versiegelte Unschuld? Das scheint ja wieder so ein Ding zu sein. Eternia kann ich noch nicht, Xillia kann ich noch nicht. Das können wir machen. Haben wir fertig für ein Diadem. Dankeschön. Ist das hier nochmal eine Quest, eine richtige? Nee, ne? Weihwindstecher, Weihwindauge besiegen. Nochmal so eine Viecher. Hier, das können wir noch ab... Ne, können wir nicht. Besiegen. Das hier können wir noch. Können wir auch noch nicht. Kann ich hier unten noch was abgeben? Nein. Da bräuchte ich noch eins. Sheraton Schmetterling. Das hier kann ich abgeben. Das kann ich abgeben. Das kann ich abgeben. Das nicht. Das kann ich abgeben. Sehr schön. Okay, das jetzt wieder nicht. Dann werde ich das noch... Ach nee, stimmt. Das war ja das. Das kann ich noch nicht annehmen. Ich erinnere mich. Okay, dann möchte ich jetzt noch kurz gucken... versiegelte Unschuld. Eine Waffe für Luger. Aber, Moment mal, Unschuld. Stimmt, es gab auch Tales of Innocent. Das muss also eine Waffe daher sein. Versiegelte Unschuld. Sieht echt geil aus, ehrlich gesagt. Aber ist halt nach wie vor auch schwach. Wahre Kraft bleibt jedoch versiegelt, ja. Sieht cool aus auf jeden Fall. Na gut. Dann haben wir da das nächste. Ich habe auch schon mal gelesen, es gibt tatsächlich noch eine versiegelte Vesperia und Graces und so weiter oder was auch immer da noch gefehlt hat. Und die bekommt man durchs Kolosseum, indem man da bestimmte Sachen macht. Das machen wir später. So, was wäre denn hier für ein Freundschaftsereignis? Das machen wir direkt im nächsten Part. Gaius! Können wir dann endlich sein Xillia-Outfit bekommen? Das wäre ziemlich cool. Na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Sind wir bei 40 Minuten? Oh. Und machen Freundschaftsereignisse. Tschüss und bis dann.